Hallo und herzlich willkommen in den Allgäuer Alpen auf dem Weg zur Sulzspitze. Und damit auch herzlich willkommen beim Mount Tour Guide. Für alle diejenigen, die diese Tour mal nachgehen wollen, und ich empfehle euch das zu tun, ihr findet die detaillierte Tourenbeschreibung unten in der Videobeschreibung. Außerdem, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, das würde meine Arbeit einfach ungemein unterstützen. Die Sulzspitze in den Tannheimer Bergen ist ein eher leichterer 2000er, auch wenn die Tour insgesamt als mittel angesehen wird. Hochfrequentiert, das liegt einfach daran, weil wir den Bahnanschluss vom Neunerkopf noch haben. Die fahren einfach mit der Bahn hoch und wandern dann darüber. Ich hingegen empfehle euch unbedingt den hier aufgenommenen Weg durch das sogenannte Strindental. Das ist meiner Meinung nach die schönste Variante, wie man da hochkommt. Es sind etwas weniger als 1000 Höhenmeter, also an sich durchaus machbar. Die meiste Zeit bewegen wir uns auf dem wie im Video zu sehenden Forstweg, haben also wenig Schwierigkeiten. Der Anstieg ist, wie schon gesagt, der schönste in meinen Augen. Ihr werdet hier am wenigsten Menschen unterwegs antreffen, denn die ganzen Bahnleute trifft man erst oben am Steig unterhalb des Gipfels an. Das seht ihr dann auf dem Rückweg im Video auch. Interessant wird diese Tour erst kurz unterhalb des Gipfels. Da gibt es eine leicht schruffige Stelle, wo man vielleicht sogar auch mal die Hände verwenden muss. Aber, und das sage ich gleich, diese schroffen Stelle kann man auch rechtzeitig komplett umgehen. Ihr findet detaillierteres dazu, wie schon erwähnt, in der Tourenbeschreibung. Wer möchte, kann auf dem Rückweg einen kleinen Rundweg draus machen, indem man dann über die obere Strindenalpe absteigt. Beim Aufstieg sieht man diese auch schon immer wieder. Man muss aber beachten, da ist dann viel los. Also auch ich habe da sehr viele Menschen angetroffen. Das ist einfach so. Durch die Bahnanbindung lässt sich das nicht verhindern. Insgesamt ist das aber wirklich eine wunderschöne Tour, ein an sich leicht erreichbarer 2000er, den man unbedingt mal machen sollte. Das Panorama ist einmalig und wahnsinnig schön und wenn man es schafft, die Menschen zu ignorieren, dann hat man hier eine wunderbare Tagestour vor sich. Ich kann gar nicht mehr so viel dazu sagen. Ich erinnere mich noch beim Übergang zur oberen Strindenalpe, da gab es eine schruffige Stelle, die vielleicht für Unerfahrene etwas schwieriger wirkt. Das ist aber nur der erste Eindruck, die ist relativ einfach. Macht euch da keine Sorgen. Der Abstieg erfolgt dann, wie gesagt, an der Alpe vorbei, über einen Waldsteig, der in vielen Serpentinen relativ zügig bergab führt und dann landet man auch schon wieder unten am Forstweg. Das Tolle ist, dass man einfach durch dieses Tal die ganze Zeit schon sein Ziel vor sich sehen kann. Man wandert also auf diesen Gipfel zu. Wir haben immer ein wunderschönes Panorama. Auch wenn wir sehr lange diesem Forstweg folgen, finde ich aber, ist es das allemal wert. Denn lieber habe ich einen Forstweg mit Panorama und wenig Menschen, als die ganze Zeit in Bedrängnis von anderen Menschen zu sein. Auch beim Abstieg über den Steig. Ich habe öfters mal warten müssen, weil einfach immer wieder Menschengruppen kamen. Das kann ein bisschen nerven. Viel mehr kann ich aber auch gar nicht mehr zu dieser Tour sagen. Macht sie, geht sie. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ihr werdet auf jeden Fall einen schönen Gipfel bekommen. Und nicht vergessen, nur mit Mount Tour Guide erreicht den Gipfel gescheit.